1000 kleine Nadelstiche. Ei. Hi, wir sind Michi. Und Kira. Begleite uns auf unserer Radreise um die Welt. Unsere Tour startete am 2.6.2024 in Emden, Ostfriesland. Wir folgten der Nordseeküste durch die Niederlande und machten in Belgien einen Abstecher über Brüssel nach Frankreich. In Duinkerque nahmen wir die Fähre nach Dover, fuhren in Zickzack durch England, bis wir schließlich Schottland erreichten. Die Weite faszinierte uns sofort. Und so entschieden wir spontan, auf zu den Shetlands und Orkneys. Hier stehen wir nun, bereit für Teil 2 unserer Schottlandreise. Über die Inseln der Orkneys geht es zurück aufs Mainland, an der Nordküste entlang bis Durness, wo wir in Richtung Süden drehen. Über die äußeren Hebriden, die Insel Skye, das schottische Mainland und die inneren Hebriden radeln wir immer weiter in Richtung Süden, bis wir schließlich Nordirland erreichen. Nach unserem Pausetag erkunden wir jetzt die Orkneys und sind gegen den Uhrzeigersinn unterwegs, größtenteils an der Küste entlang. Orkney hat eine sehr lange Besiedlung durch Menschen schon hinter sich. Geht auf über 8000 Jahre zurück und ja, ist faszinierend, spannend. So zum Beispiel der Broch auf Goerness. Unseren ersten Broch haben wir bereits auf den Shetlands erkundet. Die fensterlosen, steinernen Türme aus der Eisenzeit liegen über ganz Schottland verteilt. Vorwiegend findet man sie jedoch im Norden sowie den Inselgruppen Orkneys, Shetlands und auf den Hebriden. Der Broch auf Goerness stammt aus dem 2. oder 1. Jahrhundert vor Christus. Mit seinen 20 Metern Durchmesser zählt er zu den größten seiner Art. Um ihn herum wurden Siedlungsbauten gefunden. Es wird davon ausgegangen, dass eine spätere Nutzung durch die Pikten und Wikinger stattgefunden hat. Ja? Guten Morgen. Nach dem lustigen Start in den Tag erkunden wir die jungsteinzeitliche Siedlung Skara Brae. Eine Zeitreise entlang bekannter Daten hilft uns, in die Zeit von 3100 v. Chr. einzutauchen. Sie macht deutlich, wie unfassbar lange die Besiedlung auf den Orkneys zurückreicht. Skara Brae gilt als die am besten erhaltene Siedlung der Jungsteinzeit Europas und ist deshalb UNESCO-Weltkulturerbe. Das Unwetter erwischt uns mitten auf der Freilichtanlage, also schnell weiter, Bewegung, bevor es kalt wird. Ein bisschen vom Regen gezeichnet, aber nicht minder glücklich, jetzt hier zu sein. Denn noch heute entdecken ArchäologInnen aufschlussreiche Spuren der Vergangenheit. Ich bin sogar bei einer richtigen Ausgrabung gewesen. Das ist spannend. Ein beeindruckender historischer Punkt, oder besser prähistorischer Punkt, jagt hier den nächsten. Wahnsinn. Jetzt haben wir die Standing Stone. Doch viel Zeit bleibt nicht mehr, denn wir müssen uns beeilen, die Fähre nach Heu zu bekommen. Da sind wir. Auf Heu und hier sind wir angelandet. Mit dieser Fähre, die uns einfach rausgeschmissen hat und wir haben alle Sachen innerhalb kürzester Zeit hier hochgetragen. Ja, das war echt ein Erlebnis. Doch das nächste Erlebnis lässt nicht lange auf sich warten. Tausende Mitches hindern uns zunächst daran, das Zelt zu verlassen.
lieber schnell in höhere, windigere Lagen. Eine Wanderung führt uns zum Old Man of Hoy. 137 Meter ist der Brandungspfeiler hoch. Erst vor ca. 250 Jahren wurde er durch einen Sturm geschaffen und droht bereits jetzt wieder zusammenzustürzen. Hoy ist echt traumhaft. Ah, Wahnsinn. Das Wasser. So. Und wir versuchen unsere Fähre zu bekommen. Ein paar Minuten haben wir noch. 7 Kilometer. Und eine halbe Stunde. Der Plan ist perfekt aufgegangen. Dann sagen wir morgen früh Bye Bye Orkneys. Das sind die Highlands. Das Festland empfängt uns rau, mit einem grauen Himmel, der tief über der Landschaft hängt. Karge Hügel, von Wind und Regen geformt, breiten sich vor uns aus. Und doch liegt in all der Tristesse eine stille Schönheit. Mystisch und fast unwirklich wirken die weiten Moore, durchbrochen von dunklen Lochs. An der Küste bieten blendendweiße Strände, umspült von glasklarem, türkisblauem Wasser, einen unwirklichen Das kann man so einfach Kontrast. nicht einfangen. Hammer! Und jetzt geht's bergab, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Die größte Herausforderung ist weder die Weite, die Tristesse oder die Steigung der Berge. Es ist der Wind, der zu unserem ständigen Begleiter wird. Er bremst uns, stoppt uns und schiebt uns zurück. Wir gehen unseren eigenen Gedanken nach und reden über lange Etappen kein Wort. Doch der unbarmherzige Wind schlägt uns unberechenbar Böe um Böe feucht ins Gesicht und wirft die Drahtesel von einer Seite zur anderen. Irgendwann werden nicht nur die Muskeln müde, sondern auch der Kopf. Auf unseren Schlafplätzen gibt es im rauen Schottland meist keinen Schutz vor den Naturgewalten. Nur wir, das flatternde Außenzelt und der Sturm. 23, der Wind hält uns noch schön wach. Ein bisschen Wind und Regen, aber jetzt gerade ist es tatsächlich ruhiger geworden. Es ist immer nur halb so schlimm, wenn man gerade etwas filmt. Dann verändern sich die Verhältnisse. Dann hören wir jetzt mal auf zu filmen. Nein, das ist ja eigentlich gut. Morgen. Grüße aus Sommer. In Dörne, in Schottland. Bitte ein bisschen. Es wechselt zwischen Regen und kleinen blauen Flecken. Oh, der ist sogar größer. Aber eigentlich mehr Regen. Und hat auch immer so einen schönen Wald. Bank finden. Ja, So, dann packen wir jetzt mal zusammen und machen uns auf gegen den Wind. Und wir müssen genau da in wie gestern. Immer gegen den Wind. In solchen Momenten sind wir dankbar, auf unser Zelt, unsere Regenkleidung, unser Equipment vertrauen zu können und nicht für 1-2 Kilogramm weniger, ultraleicht und ultranass unterwegs zu sein. Oh, die 1000 kleine Nadelstiche. Ei, ei, ei. Schütt mal durch. Einfach mal nachdenken lassen. Ah, Ausblick. Das ist schon verrückt. Aber dieser permanente Gegenwind, der macht einen fertig. Singt die Kira irgendwie gefühlt bei jeder Brücke. Wir müssen jedes Mal wieder an Engländer im Allgemeinen und zwei insbesondere denken, die ja anscheinend sehr viel über Brücken wandern. Das scheint hier so eine Art Volkssport zu sein. Aber hier oben in Schottland ist diese Trendsportart noch nicht so weit verbreitet. Aber wer weiß, vielleicht bereiten sich hier gerade die Leute auch einfach nur vor auf ihren Ridge Hike.
Auch nach vielen Tagen können wir unseren Blick nicht von der schottischen Landschaft lösen. Immer wieder erblicken wir neue Highlights. Manchmal sind darunter auch tierische Begegnungen. Nur kurz tauchen wir in Städte ein, um erneut eine Fähre zu nehmen, die uns auf die äußeren Hebriden bringt. Dort kommen wir in einer kalten und nassen Nacht bei Einbruch der Dunkelheit an. Erst warten wir lieber mal nach. Auch wenn wir schon längst draußen bleiben wollten, aber bei dem Wetter will man nicht raus. Das Unwetter zieht schnell weiter, doch der Wind bleibt hartnäckig an unserer Seite. Und doch freuen wir uns auf die Inselgruppe der äußeren Hebriden und rollen voller Freude über die Insel Lewis. Wir merken heute, was für ein Unterschied es macht. Noch merken wir das, weil gleich treten wir in der Gegend mit ab. Wind von der Seite oder von hinten zu haben. Und das auch noch in nahezu Ebene. Ja, und ansonsten ist hier Heidelandschaft. Platte Heidelandschaft. Diese kleine Moorhütte ist ein Nachbau aus dem Jahr 2017. Sie erzählt vom einfachen, harten Leben in der zweiten Hälfte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Jeden Sommer zogen die Menschen samt Vieh ins Hochmoor. Hinter ihnen lagen 5 Monate kalter Winter in den Black Houses. Innen bot ein offenes Torffeuer Wärme, Trockenheit und sicherte das Überleben. Die Familien mit bis zu 10 Kindern lebten gemeinsam mit den Tieren von dem, was sie selbst anbauten. Heute bleibt nur die Erinnerung an eine Zeit voller Entbehrung, die Verbindung zur Natur, dem Moor und Torf. Auf den äußeren Hebriden finden wir Schutz hinter kleinen Mauern, zwischen Bänken oder unseren Fahrrädern. Um uns herum erstreckt sich eine wunderschöne raue Landschaft. Der Loch direkt neben uns wirkt mit seinem braunen Wasser zunächst nicht einladend. Doch ist er für uns unverzichtbar und von großem Nutzen. Die wenigen Sonnenstunden des Tages nutzen wir, um kurz zur Ruhe zu kommen, unsere Wäsche und uns zu waschen. Wie einfach das Leben sein kann, wenn man den Moment nimmt, wie er kommt. Na, wie geht's dir frisch gewaschen? Perfekt. Kalt? Ehrlicherweise geht's. Also ja, es ist kalt, aber es geht. Besser als erwartet. Kalt? Nein. Die Black Houses in Garannon sind der Gegensatz zu den Sommerhütten im Moor. In den Wintermonaten überlebte die Familie in einer engen Gemeinschaft von dem, was sie selbst erwirtschafteten. Dicke Steinmauern mit redgedeckte Dächer und dicker Torfrauch liegt in der Luft, unter dem von Ruß geschwärzten Dach. Unter diesen Bedingungen entstand ein bis heute weltberühmter und hochwertiger Stoff, Harris Tweed. Wie in unserer Wahlheimat Ostfriesland lebten hier die Menschen abgeschieden, einfach und vom Moor geprägt. Ein Herd, Tee und Torf. Mehr brauchte es nicht. Sprache, Bauweise und Bräuche waren verschieden. Doch dieselbe Geschichte von der Stärke der Einfachheit klingt in beiden Regionen nach. Nicht weit entfernt erkunden wir den Duncarloway-Bruch. Er stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. 3 Meter dicke Wände, hölzerne Böden und ein Strohdach machten den Bruch bewohnbar. Nach vielen Rundtürmen in Schottland ist dies unser letzter. Das ist ganz schön unheimlich. Da weht der Wind ganz schön durch und es gehen Stufen nach oben. Und es ist dunkel. Sicher, dass das nicht einsturzgefährdet ist? Doch wie in den letzten Jahrtausenden trotzen die Steine auch heute dem Wetter. Wir sind schon stark und dagegen fahren wir stark. Oh, der Wind bläst und bläst und bläst. Hört einfach nicht auf. Die Nerven liegen kurzzeitig blank.
Doch wir motivieren uns immer wieder, obwohl es uns das Wetter heute besonders schwer macht. Bei Challonaise befinden sich gleich mehrere Steinkreise auf engstem Raum, wovon dieser hier der größte ist. Sie sind älter als Stonehenge, ein Ort, der bis heute voller Geheimnisse ist und uns jedes Mal in seinen Bann zieht. Wahnsinn von der Landschaft. Da kannst du echt humanes Bild schreiben. So sagt Michi. Und damit ist er nicht allein. Zahlreiche Menschen wie Muriel Spark, Robert Burns, Sir Walter Scott oder Robert Louis Stevenson ließen sich von der Landschaft und den Leuten verzaubern, nur um diese in Worte gegossen zu verewigen. Da oben müssen wir drüber. Das schaffen wir. Es lohnt sich, Berge zu fahren. Manchmal erblickt man hinter den Bergen plötzlich eine ganz andere Landschaft. Türkisblaues Wasser schimmert zwischen schroffen Felsen, wo Wellen unermüdlich gegen die raue Küste rollen. Ein Anblick, der die Anstrengungen in den Bergen vergessen und für einen Moment alles stillstehen lässt. Na? Cool, oder? Mega! Die Natur meint es heute besonders gut mit uns und bläst den Regen weg aus unserer Richtung. Was bleibt, ist ein Regenbogen und natürlich der Wind, an den wir uns so langsam gewöhnen. Andere wissen ihn sogar zu ihrem Vorteil zu nutzen. Am liebsten würden wir gleich mit aufs Wasser gehen. Doch unsere Zeit auf den äußeren Hebriden neigt sich spontan dem Ende entgegen. Ach genau, jetzt, wir haben noch eine nette Bekanntschaft gemacht und selbst sie im Camper fahren auch nicht die schöne Panoramastrecke außenrum, weil es ist einfach. So, genug der Rechtfertigung. Wir müssen uns eigentlich auch gar nicht rechtfertigen, außerdem, wir wollen in den Süden, wir wollen es wärmer haben und wenn wir schauen auf Sky, werden wir es nicht wärmer haben, aber vielleicht einen Ticken. So ein kleinen Ticken weniger Wind. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und so nehmen wir nach einer kleinen Abkürzung die Fähre von den äußeren Hebriden hinüber nach Skye. Auf geht's auf den Sky. Gerade angekommen, noch schön alles aufgeladen im Fähranleger, Wasser nachgefüllt und ja, das sind die ersten Impressionen von Skye. Eine Insel, auf die wir uns schon lange gefreut Da haben. oben fahren Autos. Das macht mir Angst. Skye wirkt wie ein anderes Schottland. Grüner, felsiger, dramatischer. Hier ragen Berge in den Himmel, durchzogen von Wasserfällen, Nebel und Licht. Unser erster Halt auf Skye, das Ferry Glen. Eine Landschaft wie aus einem Märchen, mit grünen Hügeln, kleinen Seen und spiralförmigen Steinformationen. Geformt nicht von Feen, sondern von der letzten Eiszeit und Auch vom wenn das Menschen. Wetter gerade nicht optimal ist, ist es einfach wunderschön. Beinahe allein geht's durch Heide, Moorlandschaft. Ja, Heide. Kleines Bächlein ist dabei. Wir haben die Straße bis auf viele Autos, die in Wellen kommen für uns alleine. Jetzt gerade ist keine Welle. Genau. Deswegen nutzen wir die Zeit, um mal hier ein bisschen Landschaft zu zeigen. So, genug Landschaft. Bei einer rasanten Abfahrt genießen wir bei zwar grauem Wetter den traumhaften Blick von Coorank bis zum Meer. Entgegenkommende Autos werden wie in ganz Schottland freundlich gegrüßt. Allgemein wird im Verkehr viel Rücksicht genommen. Heieiei, werden wir hier durchgepustet. Puh. Die Hoffnung auf weniger Wind ist nur geringfügig in Erfüllung gegangen. Der Wind bläst weiterhin fast genauso stark von vorne. Doch wir finden Plätze im Windschatten bei schottischen Klängen, die sich mit dem Wind im Einklang befinden. Der Versuch von Michi, Brot zu backen, endet in kleinen Fladen. Macht nichts. Auch lecker.
Dann radelt man wieder auf so eine Kurve zu, einen leichten Hügel hoch und hat einen traumhaften Ausblick. Und so erreichen wir die Ferry Pools. Trotz des Regens leuchtet das kristallklare Wasser in den natürlichen Becken türkis, magisch, eiskalt und wunderschön. so ist das halt, mal Regen, mal Sonnenschein. In diesem Falle sehr häufig Regen, aber so freuen wir uns auch mehr auf schönere Tage irgendwo im warmen Süden. Ferryboos waren trotzdem ganz schön. Jetzt geht es noch zu Talisker. Die sind ausgebucht. Mal schauen, ob wir da trotzdem noch irgendwie rein können. Vielleicht machen die auch eine heiße Schokolade, wer weiß. Zum rechts. Ja. Aus der Führung und heißen Schokolade wurde leider nichts. Dafür können wir uns im warmen Inneren aufwärmen, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Doch die Wärme hält nicht lange vor. Neben dem beständigen Wind wird nun auch der Regen unser treuer, feuchter Begleiter. Alles ist nass und nichts wird mehr trocken. Auch auf dem Festland ist keine Besserung in Sicht und dichte Regenbänder ziehen übers Land, wobei sie überall kleine Wasserfälle hinterlassen. Regen! Ah, herrliche Sommerfrische. Frische Regen und wohlig warme 10 Grad. Oh je, das wird nichts mehr. Durchnässt und kalt lassen wir uns ein besonderes Highlight für alle Harry Potter-Fans nicht entgehen. Das Glenfinnan-Viadukt war neben der Harry Potter-Reihe Schauplatz in zahlreichen Filmen. Ich schaue es mir aus der Ferne an, während Kira sich in das Getümmel schmeißt und den Hogwarts-Express ähnlichen Zug begutachtet. Nicht schön. Nicht trocken gefühlt. Leute in Ordnung. Nur wenn man da morgen wieder rein muss. Ja, und morgen ist den ganzen Tag wieder so. Wenn der Weg so aussieht, was sagt uns das? Tschu-tschu! Wir sind auf einer alten Bahntrasse wieder unterwegs. Ah, das heißt sanfte Steigungen, hoffentlich guter Belag, hoffentlich, und kein Verkehr mehr. Ah. Ja, heute sind wir unterwegs nach oben. Heute Abend gönnen wir uns mal ein Hotelzimmer. Im Hotel angekommen, werden wir von einer heimeligen Wärme und heißen Badewanne überrascht. Alle Sachen können endlich trocknen und wir entscheiden uns spontan, noch eine Nacht länger zu bleiben. Den Tag nutzen wir, um oben zu besichtigen und für kleines Geld die fangfrischen Gaben des Meeres zu probieren. Im Anschluss nehmen wir die Fähre zur nächsten Insel. Einen wunderschönen guten Morgen. Colonsay ist eine schöne kleine Insel, noch nicht so touristisch erschlossen. Wir machen uns jetzt auf zu einem kleinen Kloster und das ist nur über einen ganz schmalen Pfad erreichbar, der auch nur bei Ebbe zu befahren bzw. zu betreten ist. Wir müssen auf alle Fälle auch wieder rechtzeitig zurückkommen, weil ansonsten ist unsere Fähre weg. Wenn unsere Fähre weg ist, kommen wir morgen nicht auf Islay, und wenn wir nicht auf Islay kommen, dann kommen wir nicht, das ist noch eine kleine Überraschung, übermorgen woanders hin.
So, wir haben eine kleine Planänderung. Wir fahren nicht mehr zum Kloster, weil wir haben eine kleine Panne gehabt. Und zwar bei Elias ist der Mantel des Hinterrads leider Gottes eingerissen. Jetzt hat er fancy blaue Streifen. Somit geht es ohne Umweg zur Fähre nach Ayla, wo wir an einer Führung durch die Destillerie Caol Ila teilnehmen. Whisky entsteht aus nur 3 Zutaten: Getreide, Wasser und Hefe. Nach dem Melzen, Maischen und Vergären entsteht die sogenannte Wash. Diese wird in Brennblasen erhitzt, zunächst in der Wash Still, dann in der Spirit Still. Der Mittellauf wird im Spirit Safe getrennt. Nur er wird zum Whisky. Dann reift er jahrelang in Eichenfässern, bis er seinen goldenen Charakter entfaltet. Hier auf Ayla kann man den Distillen gar nicht ausweiten. Ayla, die südlichste Insel der Inneren Hebriden, ist mit ihren aktuell 9 Distillen die Insel der Whiskys. Und hier geht morgen unsere Fähre los. Gerade weht uns noch der Duft von Malz und Meeresluft um die Nase. Und dann heißt es die letzte Nacht in Schottland. Auf der Suche nach einem Schlafplatz fahren wir durch ein Jagdgebiet und sehen zahlreiche Rebhühner, Fasane und Wild. Eingebettet in einem alten Friedhof steht seit über 1200 Jahren das Kildalton Cross. Still, würdevoll, fast zeitlos. Zwischen moosbedeckten Gräbern und rauschendem Wind spürt man hier den Atem der vergangenen Jahrhunderte. Wir schlagen unser Zelt für die letzte Nacht direkt neben dem Friedhof auf. Einen wunderschönen guten Morgen oder besser gesagt schon fast Mittag. Ja, Schottland verabschiedet sich mit allem, was es so zu bieten hatte. Wir haben hier so ein bisschen Highland-Hügel, Midges natürlich, Zecken hatten wir auch. Heute Nacht glaube ich 3, 4. Es hat aus allen, ja aus Eimern hat es gegossen. Ja, ansonsten Whisky, stimmt, Whisky haben wir auch noch. Auf dem Weg zur Fähre fahren wir auf nur 13 Kilometern an 3 Destillerien vorbei. Kein Wunder, dass die Insel neben der Landwirtschaft hauptsächlich vom Whisky und dem damit verbundenen Tourismus lebt. Und dann ist es soweit. Mit der Schnellfähre verlassen wir nach 46 Tagen Schottland. Schottland ist kein Land, es ist ein Gefühl. Der Duft von Malz und Torf in der Luft. Der Wind, der die dicken Wolken über die weiten Hügel treibt. Und die Schafe, die darunter an tiefschwarzen Lochs weiden. Das endlose Surren der Midges in den ewigen Mooren. Die mystischen Landschaften, die einen verzaubern. Weiße Strände mit kristallklarem Wasser und eine jahrtausendealte Geschichte, die einen beeindruckt und gleichzeitig zum Nachdenken bringt. Wir gehen mit vielen Erinnerungen und Emotionen. Doch jetzt liegt Schottland hinter uns und vor uns öffnet sich ein neues Kapitel. Nordirland und Irland. Grün, mystisch und ebenso voller Geschichte. Wir sind gespannt, was uns jenseits des Meeres erwartet. Wird sich das Wetter endlich ändern? Wird der Wind weniger oder wird es wärmer? Können wir das Geheimnis um Kobolde und Riesen lüften? Noch wissen wir es nicht, doch radeln voller Vorfreude in unser 6. Land.